die eigenen Positionen durchsetzen. Ich spreche darüber mit Thorsten Frey, CDU, dem parlamentarischen Geschäftsführer. Morgen, Herr Frey. Nehmen wir mal das erste Thema Migration, Migrationswende. Da wollte die Union oder will die Union nach wie vor ran und sagt, nur das geht mit uns. Jetzt sagt die SPD, nur das geht mit uns. Und das, was ihr vorhabt, geht mit uns eben nicht. Kommt man dann zueinander? Ist eine Migrationswende mit der SPD tatsächlich zu machen? Ja, ich denke schon. Also wir haben uns ja schon in den Sondierungsgesprächen über dieses Thema sehr intensiv unterhalten, haben auch einiges aufschreiben können dazu. Jetzt sind wir mitten in den Koalitionsverhandlungen. Da geht es darum, die Dinge im Einzelnen auszubuchstabieren, auch die entsprechenden rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, zueinander zu finden. Und das ist ein Prozess, der jetzt in vollem Gange ist. Deswegen naja, aber die Union sagt ja, rechtlich ist möglich. Wir sagen, keinen Zutritt nach Deutschland, geh wieder zurück über die Grenze oder komm gar nicht erst rüber. Und die SPD sagt, nee, das geht eben nicht. Die Union sagt, da reicht eine Info an die Nachbarländer. Und da sagt eben die SPD, nein, das funktioniert nicht. Was denn nun, Herr Frey? Also ich wäre vorsichtig, jetzt in laufenden Koalitionsverhandlungen zu viele Wasserstandsmeldungen zu benennen. Wir haben gesehen, nach Verabschiedung des Sondierungspapiers, dass es da durchaus auch unterschiedliche Wahrnehmungen gibt zwischen den beiden Parteien. Das ist gut, wenn man das vor den Koalitionsverhandlungen merkt. Dann kann man das dort auflösen. Dann kann man eine Verständigung finden, die beiden Partnern gerecht werden kann. Und genau daran arbeiten wir jetzt. Deswegen, ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende eine Lösung finden, die den Herausforderungen, die wir in Deutschland haben, auch gerecht wird. Gehen wir mal auf ein konkretes Beispiel, was auch zeigt, wie schwierig das Regieren in Deutschland geworden ist, auf Länderebene und möglicherweise perspektivisch eben auch auf Bundesebene, was Mehrheiten betrifft. Die CDU in Thüringen, die hat gestern die Zustimmung der Linken zum Haushalt damit erkauft, dass das Budget der Landesregierung von Mario Vogt keine Ausgaben für landeseigene Abschiebeplätze enthält. Und da ist die Frage, verkauft man irgendwann die politischen Grundsätze, zum Beispiel in der Migrationswende, an Rot-Grün, möglicherweise auch Dunkelrot, um irgendwie an der Macht zu bleiben, in Erfurt wie in Berlin? Nein, das mit Sicherheit nicht. Aber man muss sich natürlich schon immer mit der Frage beschäftigen, was die andere Option wäre. Und wenn Sie jetzt gerade Thüringen ansprechen, dann wissen wir, dass diese Zusammenarbeit, diese Koalition unter ganz großen Schwierigkeiten auch zustande gekommen ist. Aber auch da musste man sich ja immer die Frage stellen, was wäre denn die alternative Option? Und das wäre dort in diesem Fall ein Ministerpräsident Höcke gewesen. Das wollten wir unter allen Umständen verhindern. Und deswegen muss man immer das gesamte Bild im Kopf haben. Am Ende des Tages, wenn Sie Ihre Politik zu 100% durchsetzen möchten, dann müssen Sie eine absolute Mehrheit schaffen. Das haben wir bedauerlicherweise bei der Bundestagswahl auch nicht hingekriegt. Und deswegen muss man mit den gegebenen Möglichkeiten versuchen, das Beste zu erreichen. Ich weiß genau, was Sie meinen. Und ich teile Ihre Haltung auch. Natürlich treten wir für eine bestimmte Politik an. Dafür wollen wir eine Mehrheit haben und die wollen wir auch umsetzen. Aber am Ende des Tages muss man auch mit den Fakten zurechtkommen, wie sie auf dem Tisch liegen. Eine Frage noch zu den Koalitionsverhandlungen. Da gibt es ja Teams und Gruppen, die miteinander sprechen und verhandeln und diskutieren und auch streiten. Saskia Esken war aber nicht dabei. Die hat nämlich Urlaub gemacht. Und Frau Rehlinger, die war heute früh da, die hat dazu auch was gesagt. Also ich weiß nicht genau, wo sie sich aufhält, aber ich habe sie auf jeden Fall gestern in einer langen Videoschaltkonferenz gesehen, wo wir ganz viele Dinge miteinander beraten haben. Also egal, wo sie ist, sie arbeitet ganz offensichtlich. Aber ist das problematisch in einer ja doch brisanten Zeit, muss man sagen, wo man versucht, Kompromisse zu schmieden, um eine Regierung herzustellen, dass man kurz mal vorbeifährt, um Kraft zu tanken? Also das ist tatsächlich eine Frage, die Sie eher an die Frau Rehlinger stellen konnten. Das muss die SPD am Ende entscheiden, wie sie das machen. Wir kümmern uns um unsere Verhandler, die SPD um die ihren. Und die sind alle da? Die sind alle da. Wunderbar. Hunderte Milliarden, Herr Frey, für längst überfällige Investitionen. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Gibt es denn eigentlich schon einen Plan, der sagt, was jetzt wirklich prioritär ist, was wichtig ist? Und gibt es jemanden, der das dann auch entsprechend verteilt? Also wir haben jetzt in dieser Woche, am Dienstag und jetzt heute im Bundesrat, über die Grundgesetzänderung gesprochen. Und was man jetzt braucht, das ist ein Errichtungsgesetz,
Da muss man ausbuchstabieren, was das denn im Einzelnen bedeutet. Und das wird der 21. Deutsche Bundestag machen. Und was genauso wichtig ist, ist, dass wir die Prozesse nicht so beibehalten, wie wir sie haben. Wir brauchen eine Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsprozesse. Wir müssen schauen, dass das Geld dann auch tatsächlich dort ankommt, wo es wirklich um Zukunftsinvestitionen geht. Und deswegen, da sind noch eine ganze Reihe von Fragen zu stellen und auch zu beantworten. Und das werden wir Schritt für Schritt tun. Es geht jetzt also nicht darum, mit dem Füllhorn Geld auszuschütten. Schön zu hören, Thorsten Frey. Danke für das Gespräch. Sehr gerne.